Die Welt kennt sie als Sissi. Schön, frei, unnahbar. Doch die Jahre haben sie müde gemacht. Ihr Herz sucht nach Frieden, ihr Geist flieht vor der Enge des Hofes. Sie reist, schreibt und verliert alles, was sie liebt, bis ein Attentat sie trifft und sie unsterblich wird. Kaiserin Elisabeth von Österreich. Elisabeths Leben war von Glanz umgeben, doch hinter diesem Glanz lag ein Meer aus Schmerz. Schon als junge Frau trifft sie das erste Unglück. Ihr erstes Kind, die kleine Sophie, stirbt und Sissi trägt diesen Schmerz für immer in sich. Jahre später verliert sie Maximilian von Mexiko, den Bruder ihres Mannes, den sie sehr schätzte. Ein König, der an seine Träume glaubte und in einem fremden Land hingerichtet wird. Ein Schock für ganz Europa und für sie ein tiefer Stich ins Herz. Dann stirbt ihr Lieblingscousin, König Ludwig II. Von Bayern. Er war ihr Seelenverwandter. Wie sie, ein Träumer, ein Romantiker, ein Freigeist. Nur in der Kunst finde ich Freiheit. Bei ihm fühlte sie sich verstanden. Ein König ohne Reich. Ein Mensch mit Träumen. Doch Ludwig wird für verrückt erklärt, abgesetzt und wenig später findet man ihn tot im Starnberger See. Ein Rätsel, das sie nie losließ. Der härteste Schlag trifft sie 1889. Ihr einziger Sohn, Kronprinz Rudolf, begeht Selbstmord. Von da an trägt Sissi nur noch schwarz. Ihr Blick wird still, ihre Seele müde. Auch die politische Situation war für Sissi sehr belastend, denn Zeit ihres Lebens befand sich die österreichische Monarchie in einer schweren Krise. Konflikte, Kriege, verlorene Gebiete, Aufstände in den Provinzen. Nationalismus breitet sich aus. Die Völker fordern Freiheit und eine Republik. Für einen Vielvölkerstaat wie Österreich war es ein ganz großes Problem, denn die Menschen wollten immer mehr Selbstbestimmung und stellten auch die Staatsform der Monarchie in Frage. Diese Zeit brachte Sissi in tiefe innere Konflikte. Als Kaiserin musste sie die alten Werte verteidigen, doch als Mensch verstand sie die neuen Ideen. Um den inneren Konflikten zu entkommen, sucht Elisabeth nach Ventilen, nach etwas, das sie befreien kann von Hofetikette, Schmerz und Zwängen. Sie findet es in der Dichtkunst. Schon als junges Mädchen schreibt sie Verse. Später wird das Schreiben zu ihrem Zufluchtsort. Ihr großes Vorbild Heinrich Heine. Es ist insofern bemerkenswert, da Heine nicht nur einer der größten deutschsprachigen Dichter war, sondern auch ein echter Revolutionär, der in seinen Gedichten die Monarchie als Staatsform in Frage gestellt hat und sie gnadenlos verspottete. Sissi dichtete im Stile Heines und kritisierte dabei, so wie der Meister, auch die Politik ihrer Zeit ganz offen. Sie hat sogar ihre eigene Familie angeprangert, hat sich über den Hof lustig gemacht und sie schrieb mitunter sehr witzige Gedichte, in denen sie ihre zahllosen Verehrer gnadenlos verspottet hat. Doch solche Texte dürfen nie veröffentlicht werden. Zu gefährlich, zu ehrlich. Also verbirgt sie ihr Werk. Nach dem Tod ihres Sohnes Rudolf legt sie die Feder nieder. Sie verpackt alle Gedichte in eine Kiste und verfügt, dass sie erst nach 1950 geöffnet werden dürfen. Nicht vom Kaiserhaus, sondern von der Republik Schweiz. Sie nennt die Menschen, die sie einst verstehen werden, Zukunftsseelen. Und sie hat recht, denn Elisabeth war ihrer Zeit voraus. In ihrem Denken, in ihrem Fühlen, in ihrer Sehnsucht nach Freiheit. Reisen, das war Sissis zweites großes Ventil. Schon als junges Mädchen träumt sie davon, auf jedes Schiff zu steigen und bis nach Afrika oder Brasilien zu fahren. Das Fernweh war ihr ständiger Begleiter. Doch damals war das unmöglich. Reisen bedeutete endlose Kutschenfahrten, langsam, beschwerlich und gefährlich. Und als junge Kaiserin durfte sie ohnehin nicht selbst bestimmen.
Ihr Leben war fremdbestimmt, jeden Tag. Ihre Majestät ist erschöpft. Sie braucht dringend frische Luft und einen Ortswechsel. Ja, wir sehen deutliche Anzeichen von Nervosität. Also suchte sie nach Auswegen. Immer wieder flüchtete sie sich in Krankheiten. Psychosomatisch, sagten ihre Ärzte. Doch in Wahrheit war es ein Vorwand, ein Grund, um Wien zu verlassen, um frei atmen und sich in einem besseren Klima aufhalten zu können. Mit den Jahren änderte sich alles. Inzwischen gab es in ganz Europa ein riesiges Eisenbahnnetz. Schnell, sicher, bequem. Und Sissi hat sich das Recht erkämpft, selbst zu entscheiden, wohin sie geht und wann. Auch finanziell ist sie unabhängig. Jetzt kann sie endlich leben, wie sie will. Sie reist von Land zu Land, von Meer zu Meer. Kaum noch hält sie sich in Wien auf. Ihr Platz am Hof bleibt leer. Und eine Erzherzogin wird bestimmt, um mit dem Kaiser ihre Repräsentationspflichten zu übernehmen. Sissi aber sucht ihre Freiheit und findet sie in der Bewegung. Immer unterwegs, immer auf der Flucht, vor der Enge, vor der Pflicht, vor sich selbst. Als junge Frau schwärmt Sissi für Ungarn. Im letzten Abschnitt ihres Lebens verliebt sie sich in Griechenland. Die Mythen, die Götter, die Philosophen, sie faszinieren sie. Sie liest Homer, verehrt die Dichter des Altertums und will ihre Werke im Original verstehen. Also beginnt sie, Griechisch zu lernen, eine der schwierigsten Sprachen der Welt. Doch sie schafft es in erstaunlich kurzer Zeit. Bald bereist sie das Land, das sie so liebt. Sie wandert durch karge Berge. Neben ihr Gelehrte und Altertumsforscher, die ihr von der Geschichte erzählen. Und schließlich kauft sie auf Korfu ein Grundstück mit Blick über das Ionische Meer. Dort lässt sie ein Schloss erbauen im pompeianischen Stil. Sie nennt es Achilleon, zu Ehren ihres Lieblingshelden Achilles. Im Garten stellt sie Statuen griechischer Philosophen auf und auch ein Denkmal für ihren Lieblingsdichter Heinrich Heine, ein Palast der Sehnsucht und ein Tempel für die Freiheit ihres Geistes. Doch kaum ist das Werk vollendet, verliert sie das Interesse. So war sie, rastlos und widersprüchlich. In ihren letzten Lebensjahren wird sie immer exzentrischer. Das führt so weit, dass es sogar schwierig wird, Hofdamen für sie zu finden. Sie wandert stundenlang, bei Sturm, bei Regen, bei Nacht. Sie kauft sich eine Yacht, segelt über die Weltmeere und lässt sich während eines Sturms an Deck festbinden, so wie einst Odysseus, der den Sirenen protzte. Manchmal legt sie an fremden Küsten an, steigt einfach aus und wenn ihr ein Haus gefällt, fragt sie, ob sie dort übernachten darf. In Hotels ist sie gefürchtet, denn sie kommt meist unangemeldet, mit einer riesigen Entourage, die nicht leicht unterzubringen ist, mit unzähligen Sonderwünschen, die man kaum befriedigen kann. Und selbst Fürsten bringt sie in Verlegenheit. Das Protokoll verabscheut sie. Statt höfischer Planung kommt sie einfach vorbei, stellt sich vor, ich bin die Kaiserin von Österreich, würde gerne die Herrschaften besuchen und betritt den Palast. Einmal in Bad Homburg wird sie von der diensthabenden Wache sogar verhaftet, als sie dort die Kaiserin-Witwe besuchen will. Der Wachposten glaubt ihr nicht, er hält sie für eine Verrückte. Erst der aufgeregte Obersthofmeister der Kaiserin-Witwe befreit sie aus der misslichen Lage. Und Sissi? Sie findet das köstlich amüsant. Sie lacht herzlich über den Vorfall und reist weiter, immer weiter. Kaiser Franz Josef gewöhnt sich an die lange Abwesenheit seiner Frau. 1885 führt Elisabeth ihn die Schauspielerin Katharina Schratt zu. Eine Lösung für seine Einsamkeit. Die Freundschaft zwischen dem Kaiser und Schratt bleibt lebenslang bestehen. Doch nur solange Elisabeth lebt, ist sie innig.
Trotz aller Distanz verbindet das Paar eine tiefe Zuneigung. Sie schreiben einander unzählige Briefe voller Sorge, Zärtlichkeit und Sehnsucht. Er besucht sie nie auf Korfu, das Meer liegt ihm fern. Doch an der französischen Riviera treffen sie sich, friedlich, vertraut, fast wie früher. Wenn der Kaiser abreist, kehrt Elisabeth zurück zu ihrem rastlosen Leben. Lange Wanderungen, einsame Reisen, Tage auf ihrer Yacht Miramar. 1888 lässt sie sich ein Symbol ihrer Freiheit stechen, einen kleinen Anker auf der Schulter, ein Zeichen ihrer Liebe zum Meer, ihrer Sehnsucht nach der Ferne. Sie wollte sich nie mehr festhalten lassen, nur noch treiben, immer weiter, dem Licht entgegen. Sissi hatte seit früher Jugend auch einen Hang zur Melancholie, der in ihrer Familie vererbt gewesen ist. Mit jedem Schicksalsschlag wurde diese Traurigkeit tiefer. Nach dem Tod ihres Sohnes Rudolf bricht diese Schwermut offen aus. Sie sucht Trost im Spiritismus, glaubt, mit den Toten sprechen zu können. Mit Rudolf, mit Ludwig von Bayern, mit ihrem verehrten Heinrich Heine. Manche sagten, sie habe ihrem Sohn Rudolf den Tod beinahe beneidet. Vielleicht stimmt das so, denn als sie 1898 auf einer ihrer Reisen in Genf vom Tod ereilt wird, wirkt es weniger wie ein Schicksalsschlag, sondern wie eine Erlösung. Sommer 1898. Elisabeth hält sich in Bad Nauheim auf, zur Kur. Ihr Herz ist krank, ihr Körper erschöpft und geschwächt. Doch plötzlich verlässt sie die Stadt, ohne Gepäck, ohne Gefolge, wie auf der Flucht. Ein kurzer Halt in Homburg vor der Höhe, dann reist sie unerkannt weiter an den Genfer See. Vom 30. August bis 9. September wohnt sie in einem Hotel hoch über dem See, umgeben von Licht und Stille. Doch schon bald wissen es die Zeitungen. Am 9. September besucht sie mit Irma Tscharahi die Baronin Julie Rothschild. Ein friedlicher Abend, sie lacht, sie isst, sie wirkt erstaunlich heiter. Beim Anblick der Orchideen sagt sie leise: Ich wünschte, meine Seele könnte durch eine kleine Öffnung meines Herzens in den Himmel fliegen. Worte, die wie eine Vorahnung klingen. Am 10. September, kurz vor Mittag, verlässt sie das Hotel, um mit dem Dampfer zurückzukehren. Sie geht die Promenade entlang. Irma Tscharahi ist an ihrer Seite. Da tritt aus der Menge ein Mann hervor, Luigi Lucchini, ein italienischer Anarchist. Er stößt ihr eine zugespitzte Feile ins Herz. Elisabeth spürt kaum etwas. Sie glaubt, jemand habe sie gestoßen, richtet sich auf, bedankt sich bei den Umstehenden und geht weiter. Dann besteigt sie das Schiff. Kurz nach dem Ablegen bricht sie zusammen. Ihre letzten Worte: Aber was ist denn mit mir geschehen? Wenige Minuten später ist sie tot. Sie wurde 60 Jahre alt. Lucchini wollte ursprünglich einen anderen Adligen ermorden, den französischen Thronfolger Philippe Herzog von Orléans. Als dieser seine Reise absagte, wählte Lucchini ein neues Ziel: die Kaiserin von Österreich. Das Tragische daran: er wollte die Monarchie treffen, doch traf eine Frau, die in ihrem Herzen längst Anhängerin der Republik war. Ihr Leichnam wurde in einem eisgefüllten Zug nach Wien gebracht. Entlang der Strecke stehen Beamte Spalier, senken die Fahnen und erweisen der Toten die letzte Ehre. Ihr Wunsch, am Meer auf Korfu bestattet zu werden, bleibt unerfüllt. Am 17. September 1898 findet sie ihre letzte Ruhe in der Kapuzinergruft in Wien. So endet das Leben einer Frau, die nie ganz in ihre Zeit passte. Eine Kaiserin, die nach Freiheit suchte und in der Sehnsucht ihren Frieden fand. Geliebt und unverstanden, bewundert und verspottet. Bis heute bleibt sie ein Rätsel, ein Mythos, eine Legende. Elisabeth von Österreich, die Kaiserin, die alles hatte und doch nur leben und frei sein wollte.